Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Walchsee am Ottenalm Parkplatz und ich nehme euch heute mit auf Brenner Hütten. Ich erzähle euch unterwegs, warum ich heute eher einfache Tour brauche. Auf geht's! Da ist schon geschrieben, wir gehen rauf zu Brenner Hütten. Also zumindest einmal Richtung Brenner Hütten. Ich brauche heute was Kleines. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Und ein großer Nachteil war, der Wirt hat am selben Tag. Naja, mal schauen, ich werde heute viel schwitzen müssen. Ich schaue heute in erster Linie bei meinem Onkel vorbei. Die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt. Und dann wahrscheinlich noch auf Brenner Hütten weiter. Heute ist es auch wieder ziemlich kalt. Ca. -5 Grad herunten. Der Reif liegt auf die Dächer drauf. Und darum schauen wir, dass wir in die Sonne aufkommen. Die Rieder Alm. Heute haben sie zu, ist zumindest unten dran gestanden. Die Gäste sind heraus und ein Stückerl weiter oben haben sie einen Schaufel. Unsere Tour ist auch bei Radlfahrern recht beliebt und wir gehen heute nicht gerade rechts zur Ottenalm, sondern links Richtung Brenner Hütten auf. Jetzt kommen wir an einen Steg, die kenne ich noch gut. Wie ein Bauer, wir über rauf gefahren sind noch, solange es gegangen ist. Da ist dann ein Lagerbier aufgekommen, Nudeln und Zeug, was man auf der Hütte braucht. Und da war oft wieder erwarten Schluss. Da ist immer eine Lawine runtergekommen. Von da oben bis unter den Bach rein. Und da war das oft eine ganz schmale Spur vorbei. Oft haben wir uns mit der Lawinenschaufel reingeschaufelt. Das ist mit Schnee noch steiler rausgekommen als wir jetzt. Wir sehen schon auf zu den Baumgartenalm. Wir sind an die Baumgartenalm. Einmal schnell beim Schopferl vorbeischauen, den wir eigentlich erst die letzten Jahre, wie wir herum waren, kennengelernt haben. Aber der war mit seiner Frau, glaube ich, fast jedes Wochenende herum im Sommer. Oder hat er manchmal schon eher herum gewohnt. Leider nicht offen. Na, gehen wir weiter. Ihr könnt in Kapitel 3 gerade weitergehen auf der Straße. Das Kapitel 2 birgt da links ab. Das stelle ich jetzt dann gleich vor. Ist ein sehr persönlicher und emotionaler Teil, weil da drüben sieht man auf die vordere Up-End Point. Da ist leider mein Onkel tödlich verunglückt. Und wie das passiert ist und wie das zustande kommt, das erkläre ich in Kapitel 2.
Da ist es aber noch genauso batzig wie früher. Ja, im Winter war uns das wurscht, da war das alles gefroren und mit Schnee zu. Schnee drüber, dann haben wir es hinter uns. Der Weg schaut schon noch begangen aus. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir noch ein Stück weitergehen, ob wirklich die Brücken noch da ist. Jetzt weiß ich es gewiss, die Brücken ist nicht mehr da. Bloß noch der Betonbrocker, wo es aufgelegen ist. Ich bin jetzt trotzdem umgekommen, weil ich über die Storsteigen habe können. Und ich kann mir es halt erlauben, weil dank meiner Barfußschuhe habe ich auch ein zweites Paar Schuhe und ein zweites Paar Socken dabei. Also habe ich es heute einmal riskiert. Tief war ich gewiss nicht drin gestanden, sondern alle Hexen so gnädig tief. Und das war es mir jetzt wert, weil ich einfach den Steig da noch mehr aufgehen möchte. Ich glaube, das ist für euch alle nicht interessant, weil der halt einfach garantiert nicht gepflegt wird. Da hängt auch alles seiner, geht wohl drauf. Und ich weiß nicht, wer da ab und zu noch rauf geht. Das gegangen, wer zickt mir. Aber viele jetzt sind es bestimmt nicht. Darauf, das ist für mich immer wieder ein emotionaler Aufstieg. Weil wenn ich ja sonst ein trockener Brocker bin. Aber da verbinde ich so viele Erinnerungen damit. Das ist einfach immer eine Mischung aus einem breiten Grinsen im Gesicht, wenn ich da raufkomme, und gleichzeitig dem schlimmsten Erlebnis, das ich jemals gehabt habe. Mehr geht nicht. Da steht man da, weiß absolut nicht, was man sagen soll. Und das erklärt vielleicht, dass ich so manche Tour vielleicht ein bisschen übervorsichtig erkläre. Aber ihr werdet dann gleich feststellen, warum. Ich traue mich deswegen auch was. Und ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich kann ein bisschen mehr, als was ihr in meinen Videos seht. Aber wir brauchen nicht nur einen Bergsteigerkanal, der zeigt, wie er drauf ist und was er kann. Ich möchte für die Wanderer da sein. Ja, die Alm, da stecken eben Erinnerungen drin. Früher war noch ein echt Schindeldach drauf. Habe ich auch noch gelernt, wie man echte Schindel spaltet und eindeckt, dreifach. Mit schweren Steinen gespart. Da war früher, wo man jetzt Beton sieht, eine offene Adelgrube und gleich an der Hauswand ein Waschbecken. Da ist das Wasser so kalt rausgekommen, wie es aus dem Berg gekommen ist. Und wie dem mein Onkel hat gespannt, dass wir da draußen nicht gescheit waschen. Ich schätze, dann waren wir gewaschen worden. Gleich links davon, wo die erste Stelle ist, war es Blumsklo. Das war ein wenig Gaudi, wenn du da draußen geguckt bist. Arschkalt auf Deutsch gesagt. Und vorne das Rierl, das einzehnte Fleckerl vor der Alm, war früher aus Steinen, aus Natursteinwand aufgebaut. Das ist leider auch nicht mehr da. Weil man muss es verstehen, ein Bauer heute nutzt die Alm halt anders. Drüben an unserem Almkreuz hat mein Onkel und meine Tante damals eine Bergmesse organisiert.
Da war aber richtig was los herum. Und mit dem Ausblick haben wir in der Früh aufgewacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Bub schon vor der Hütte gestanden bin und habe mir gedacht, wie es so was Schönes gibt. Da drüben ist der Karkopf. Das sind ja genau genommen 2. Einer auf der deutschen Seite, einer auf der österreichischen. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da haben wir damals mit einem 16er, also aus meiner Gemeinde, grob gesagt, das Gipfelkreuz aufgestellt. War eine tolle Aktion. Vom Breitenstor oder knapp daneben haben wir früher mit den Ski runtergefahren. Hat man noch dürfen. Geht natürlich jetzt nicht mehr. Ist ja alles unter Naturschutz und es sind auch besondere Schutzzonen drin. Aber die Hänge früher, das war mein Skigebiet, wo ich Skifahren gelernt habe. Und speziell gehen wir mal ein Stück um da, dann erkläre ich noch was, wie das damals passiert ist. Da oben, bei dem einzelnen Baum, da sind wir knapp rechts davor reingefahren. Oberhalb ist ein kurzer Hang, der fast dieselbe Neigung hat wie der. Und ich war natürlich der Erste. Ein Schwung um den einzelnen Baum herum und knapp unterhalb stehen bleiben. Dann habe ich gemerkt, sauber, ich stehe auf Eis. Ich habe sofort zurückgeschrien, halt, nicht reinfahren. Aber es war schon zu spät. Da habe ich meinen Onkel seine Ski schon kratzen gehört. Er ist knapp hinter mir gestanden. Ungefähr da, wo der Schatten vom Baum hinfällt. Und er hat wiederum aufgeschrieben, dass meine Tante stehen bleiben soll. Aber wie immer dicht dahinter war es auch schon eher zu spät. Sie ist aber dann auf seine Empfehlung hin gerade weitergefahren, ein bisschen rechts um mich, entlang dem Schatten, in ein altes Lawinenfeld. Das waren Brocken, festgefroren, da hat man zumindest nicht ausrutschen können. Und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass sie sich hingesetzt hat und dass mein Onkel auch wieder nach unten geschaut hat, habe ich mich umgedreht und auch wieder nach unten geschaut. Und der Zeitraum fehlt mir. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall ist er auf einmal den Hang runtergerutscht und auch wieder schneller geworden. Und da, wo jetzt die Senken leicht verdeckt ist, da ist er noch drüber gekommen und dann waren die 4 Stor da. Und in den ersten von 4 ist er eingeschlagen. Er hat den Stor rausgerissen, am Brocken mit ungefähr, ich weiß nicht, wie schwer so ein Stor ist, aber ich denke mal um die 3 Tonnen. Den hat er aus dem gefrorenen Schnee rausgerissen und ist selber dann drüber geflogen. Ich habe zwar gemeint, ich kann ihm noch helfen und habe ihm noch das ganze Blut und die Zähne aus dem Mund rausgeholt. Aber irgendwann habe ich auch kapiert, da geht nichts mehr. Und das möchte ich euch ersparen, indem ihr ab und zu mal erinnert, wie schön das in die Berge ist und wie verzichtbar leicht sind. Ich gehe wieder runter zu allem und dann dahinter auf der Straße bis zu der anderen Brücke, wo man übergehen kann. Ich weiß, das war harte Kost, aber so mancher lernt es nicht anders. Und wir haben uns damals auch für unverwundbar gehalten. Heute mache ich auch auf Zachen, da wo ich mich wirklich zusammenreißen muss. Ich brauche bloß einen Hochlerch-Zurückdinger. Die Reibungsplatten, das war nicht ganz ohne zum Aufsteigen. Runter hätte ich mich vielleicht einfach auf den Hosenboden gesetzt und war dann mit alle 4 auch irgendwie runtergekommen. Das geht. Raufzu hat man gut überlegen müssen, wo man hinsteigt, weil ausrutschen waren zumindest gescheite Schuhe unten rausgekommen. Und da mit Schnee, ich meine, da liegt fast kein Schnee mehr da herum im Winter, also nicht so, dass wir jetzt zum Skifahren raufgegangen. Das war damals einfach nur eine ganz andere Welt. Da war wirklich Winter da herin. Und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Hang natürlich auch ziemlich geebnet war. Du hast fast keine Konturen drin gehabt. Ich habe als Bub da Skifahren gelernt. Ich weiß noch, einen Tag bin ich glaube ich 9 Mal hinauf mit all die Holzfirngleiter und bin da den Firn runtergefahren. Einmal mit kurzer Hosen probiert, bis ich gemerkt habe, nein, das bringt für an die Wadel. Das war einfach eine gigantische Zeit. Und dann der Schlusspunkt. Ich habe zwar die Alm noch ein paar Jahre gepachtet, bis ich dann gemerkt habe, dass der Bauer eigentlich nicht mehr verpachten möchte. Naja, dann hat ein neuer Abschnitt angefangen und ich bin halt dann viel mehr verschiedene Berge gegangen. Wenn man so Alm hat, geht man ja doch auf denselben. Es ist heute ein wichtiger Tag. Ich schaue fast jedes Jahr einmal vorbei, weil ich da herum, ja nicht bloß mein Onkel, sondern auch einen anderen Onkel, einen Cousin von mir, die sind da irgendwo dabei. Und die ganzen Erinnerungen,
was wir auf der Alm für eine Gaudi gehabt haben, das kann sich nur vorstellen, wer da selber schon mal dabei war. Für uns Kinder war das damals einfach genial. Wir kommen gerade wieder auf die Straße raus und damit endet das Kapitel 2, das sehr persönlich war und für mich jedes Mal wieder emotional, weil das auch einfach ein wichtiges Kapitel in meinem ganzen Leben war. Und jetzt geht es normal weiter zur Brenner Hütten. Wir starten also wieder da, wo ich vorher links abgebogen bin und gehen gerade auf der Straße weiter. Und da sehen wir rüber auf die vordere Abendpoint. Die Alm, wo ich die geilste Zeit in meiner Kindheit verlebt habe, wo ich Skifahren gelernt habe an dem Hang da drüben. Und da läuft im Moment gerade das Kapitel 2, das ich unten ja angekündigt habe, dass man beide wählen kann. Ein ganz emotionaler Ausschnitt aus meiner Kindheit und da herum geht es so friedlich auf der Straße weiter. Das ist eine komplette Straßentour, die Seiten, und gar so weit ist es nicht mehr zur Brenner auf. Da an dem Jägerstand war vorher Kapitel 2 beendet und da endet auch jetzt Kapitel 3. Und es geht jetzt in Kapitel 4 von da weg ganz normal gemeinsam zur Brenner Hütten weiter. Wir sind da unten gerade über die Landesgrenze gegangen und da sind wir in Deutschland. Das Stückerl gehört also auch schon zum Naturschutzgebiet Geigelstohr. Warum das nicht in Österreich übernommen worden ist, weiß ich nicht. Das vielleicht auch mal Sinn machen, dass man das in die Richtung ausweitet. Aber ich schätze, das lässt sich mit dem touristischen Gedanken in Österreich nicht so gut verbinden. Die Brenner Hütten hat auch ein schönes Almkreuz da stehen. Davor mit abwischbarer Bank. Da legst du dich nieder, dass man den Ausblick an Korsenei genießen kann. Und ich glaube, die, was da herum arbeiten, die verdienen sich den abendlichen Ausblick auch. Weil die Brenner Hütten ist natürlich stark besucht. Das ist eine bekannte Hütten. War auch schon in Bayern 3 erwähnt oder besucht. Und ich schätze, ja, einen kleinen Einkehrschwung mache ich auch. Dann geht es wieder runter, nach einem schönen Bergtag. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.